Kommodor? Kommodor, machen Sie auf. Ich bin es, Chris Pike. Mein Gott. Chris. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie von der Spitze des Turms aus mit diesem Fremden kämpfen sehen. Also Sie auch hier. Demnach hat man also 3 Offiziere der Sternflotte entführt. Haben Sie einen unserer Entführer gesehen? Oder konnten Sie mit jemandem sprechen? Nein, das nicht, aber... Chris, Garth, was zum Teufel macht ihr hier? Ich denke, ich kann dies den Menschen April, Pike und Garth erklären. Der Weltraum. Die letzte große Herausforderung. Viele haben sich ihr gestellt. Viele sind gescheitert. Wer sie gemeistert hat, wurde zum Helden. Und manche wurden zu Legenden. Computerlogbuch der Constitution, Sternzeit 1004,3, Commander May. Der erste Offizier der Enterprise hat uns informiert, dass außer Commodore April und Captain Garth auch Captain Pike bei einer Außenmission verschwunden ist. Wir haben eine Energiesignatur ausgehend vom Ort von Captain Garth Verschwinden entdeckt. Unsere Wissenschaftler halten sie für die Überreste eines Langstreckentransporterstrahls. Wir folgen dieser Signatur jetzt in der Hoffnung, auf der richtigen Spur zu sein. Die Enterprise fliegt zum Ort des Verschwindens ihres Captains, um dort nach ähnlichen Signaturen zu suchen. Wir hoffen, dass eine Aufteilung unserer Kapazitäten unsere Erfolgschancen vergrößert. Logbucheintrag Ende. Ceros 3 also. Wer hätte das gedacht? Was hat es damit auf sich, Kim? Unser Captain hat auf Ceros eine Struktur, eine Art Obelisk entdeckt. Von ihm ging eine starke Strahlung aus. Er nahm an, dass es sich um eine Art Portal handelte. Was veranlasste ihn zu dieser Vermutung? Obelisk war nicht das Einzige, was er dort fand. Rundherum lagen noch mehrere Gegenstände, die wir mehr oder weniger als Sternflottenausrüstung identifizieren konnten. Wieso mehr oder weniger? Weil es sich nicht um gängige Modelle handelt. Hier, ich habe 2 von der Ares mitgebracht. Das hier ist eindeutig eine Phasenpistole, wie sie vor 100 Jahren in der Gründungsphase der Föderation gebräuchlich war. Dies hier ist ein uns vollkommen unbekanntes Design. Er scheint deutlich fortgeschrittener zu sein als alles, was wir in Gebrauch haben. Er trägt aber eine Sternenflottenkennzeichnung. Der Captain äußerte die Vermutung, dass er aus einer zukünftigen Zeitepoche der Föderation stammen könnte.
Also hielt ihr den Obelisken für was? Eine Zeitmaschine? So in etwa. Wir wollten eine offizielle Forschungsmission beantragen, als der Captain verschwand. Ich habe so meine Zweifel an der Echtheit dieser Phasenpistole. Entschuldigung, aber historische Sternflottenausrüstung ist ein Hobby von mir. Und diese angeblich 100 Jahre alte Phasenpistole scheint mir nicht echt zu sein. Wie kommen Sie darauf, Mr. Lafleur? Aufbau und Funktionsweise sind absolut korrekt. Aber das Material, aus dem die Pistole besteht, wurde damals bei der Herstellung noch nicht benutzt. Außerdem erkenne ich in der Struktur Elemente, die wir noch gar nicht kennen. Das kommt mir sehr seltsam vor. Wie auch immer. Wir werden genaueres wissen, wenn wir Ceros 3 erreichen. Bereiten Sie die Außenmission vor. Wegtreten. Geht es Ihnen gut? Sind Sie verletzt? Der Mensch April muss sich keine Sorgen machen. Ich bin nicht verletzt. Es ist an der Zeit, dass Sie den Grund für Ihr Hiersein erfahren. Das will ich aber auch meinen. Wir haben Ceros 3 erreicht. Landungsdruck bereit machen. Wir treffen uns in 5 Minuten im Transporterraum. Wir nennen unser Volk die Selene. Wir lebten bereits auf dieser Welt, lange bevor euer Volk sich die eurige untertan gemacht hatte. Unsere Technik war weit fortgeschritten und unsere Kultur erblühte. Aber dann kam der Zerfall. Unsere Gesellschaft wurde träge, selbstsüchtig. Unser hoher Lebensstandard wurde durch die Ausbeutung unseres Planeten erkauft. Not, Mangel und Elend führten unser Volk in einen schrecklichen Bürgerkrieg, der uns beinahe vollständig ausgelöscht hätte. Kurz vor der totalen Auslöschung fassten einige von uns einen Plan, welcher das Überleben unserer Rasse ermöglichen sollte. Dies ist alles, was von unserem Volk übrig geblieben ist. Der Rest unserer Nachkommenschaft und gleichzeitig die Zukunft unserer Rasse. Als die Vernichtung bevorstand, brachten einige von uns unsere Brut hier in dieser Zitadelle in Sicherheit. Wir versteckten sie vor jenen, denen nur noch der Tod etwas bedeutete. Und wir warteten. Jahrhundertelang lag unsere Brut, wie auch wir, die wir für ihren Schutz verantwortlich zeichneten, im Schlaf, mit dem Ziel, lange nach dem Krieg erst wieder zu erwachen und unsere Welt wieder in Besitz zu nehmen. Leider ging unser Plan nicht auf. Was meinen Sie damit, Ihr Plan ging nicht auf? Die Maschinen, die uns und unsere Nachkommen am Leben hielten, fielen zum Teil aus. Ein Großteil unserer Brut und deren Hüter ist nicht mehr erwacht. Unter ihnen war auch jener, der unser Volk angeführt hatte. Der eine, dessen Macht so groß gewesen war, dass er das Überleben unserer Rasse alleine zu garantieren vermocht hätte. Ohne ihn, ohne einen Anführer, haben wir keine Zukunft. Und genau deswegen sind Sie jetzt hier. Wie meinen Sie das? In unserem Volk gibt es nur wenige, die das Potenzial haben zu führen. Wir vermögen es auch nicht zu erlernen, so wie es bei den Menschen wohl ist. Wir sind das, was wir sind, wenn wir zur Welt kommen. Krieger, Gelehrte, Wächter, Anführer.
Es gibt kein Potenzial für eine Entwicklung des Individuums. Und genau dies fehlt uns jetzt. Ein Anführer. Darum sind Sie hier. Sie erwarten also, dass einer von uns der neue Anführer Ihres Volkes wird? Genau dies. Wir schickten einige unserer Brüder in die Tiefen des Weltraums. Diese sollten für uns ein Volk finden, welches Geschöpfe hervorbringt, die als Anführer für unser Volk in Frage kommen. Heißt das, der Obelisk, den ich auf Ceros 3 entdeckte, der stammte von Ihnen? So ist es. Die Obelisken dienten uns dazu, Kontakt herzustellen, die Gefundenen zu beobachten und zu testen und schließlich hierher zu bringen. Und was ist mit der ganzen Sternflottenausrüstung, die ich bei dem Obelisken drumherum fand? Sie wurden von dem Obelisken erschaffen, um ihre Intelligenz und ihre Fürsorglichkeit zu testen. Wir sind in der Lage, alle benötigten Objekte bis ins Detail nachzubilden, ohne Aufwand. Der Mensch Gar wurde dem Glauben überantwortet, es wären Angehörige seines Volkes dort verschwunden. Das Bestreben des Menschen Gar, dieses Verschwinden zu ergründen, hat uns beeindruckt. Das ist der Grund, warum er ausgewählt wurde. Soll das heißen, Garth soll der neue Anführer Ihres Volkes werden? Warum sind dann der Kommodor und ich hier? Wir haben schon einmal einen Anführer verloren und stehen allein da. Es erschien uns sinnvoll, mehrere Angehörige ihrer Spezies zu testen. Die Menschen April und Pike nehmen ähnliche Stellungen ein wie der Mensch Gar. Sie alle stehen hoch im Ansehen bei ihrem Volk. Sie sagten, Sie hätten mehrere dieser Obelisken ausgesandt und platziert. Wie viele genau waren es? Eine ausreichende Anzahl. Allerdings hatten nur 2 davon Erfolg und fanden für uns eine Spezies, die wir für würdig erachteten, getestet zu werden. Die andere Spezies allerdings erwies sich als ungeeignet. Anson, sichern Sie das Gelände. Aye, Commander. Das ist er also? Ja, genau. Das ist die große Entdeckung des Captains. Also, die Energiesignatur, der wir gefolgt sind, führt nicht nur zu diesem Planeten, sondern genau zu diesem Punkt, zu diesem Obelisken. Dann handelt es sich tatsächlich um so etwas wie ein Portal? Eher um sowas wie ein Relais, würde ich sagen. Sehen Sie, unsere Transporter schicken Personen bzw. Gegenstände direkt an ihren Bestimmungsort. Weil sie eben auch nur eine relativ geringe Reichweite zu überbrücken haben. Sagen wir von einem Schiff in Orbit auf die Oberfläche eines Planeten. Diese Langstreckentransporter hingegen
das ganze Sternsystem. Das ist nur vorstellbar, wenn zwischen Ausgangs- und Bestimmungsort eine Art Relais- oder Verstärkerstation existiert, mit einer eigenen Energiequelle, um die Aufrechterhaltung der Muster zu gewährleisten. Und um genau so etwas scheint es sich hier zu handeln. Was meinen Sie mit unter anderem? Diese Technik ist weit fortgeschritten, weiter als unsere jedenfalls. Und sie ist viel kompakter, als wenn wir sie gebaut hätten. Der Langstreckentransporter ist nur ein Teil dieses Obelisken. Darin befindet sich noch anderes Equipment, welches ich im Moment noch nicht identifizieren kann. Und wie finden wir jetzt heraus, wo der Skipper und die anderen sind? Nun, die Energiesignatur endet hier im Obelisken, aber scheinbar sind unsere Gesuchten nicht hier. Also wurden sie quasi durchgeleitet. Der Bestimmungsort liegt eigentlich woanders. Deshalb sprachen sie von Einheimischen. Die Signatur endet hier. Wie finden wir jetzt heraus, wohin der Strahl von hier ausgeht? Indem wir den Obelisken einschalten. Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Dann ist es so. Versuchen Sie es, Mr. Lackler. Das ist es. Ich scanne einen Energiestrahl, wie der, dem wir hierher gefolgt sind. Er ist auf den Weltraum gerichtet. Constitution, hier ist das Außenteam. Scannen Sie den Richtstrahl, der von unserer Position ausgeht, und verfolgen Sie sein Ziel. Ja, Kommando. Ich hoffe, das bringt uns weiter. Commander, sehen Sie! Commander, soll ich? Ganz ruhig, Fähnrich. Wir kommen vom Föderationsraumschiff USS Constitution, friedlicher Absicht. Mein Name ist Commander Charlotte May. Ich führe diese Leute an. Commander, das gefällt mir gar nicht. Tun Sie nichts, Gar. Hören Sie, wir sind auf der Suche nach Leuten von uns, die verschwunden sind. Können Sie mit uns kommunizieren? Durch, Commander! Nein! Geht weg von ihm! Hören Sie auf! Es gibt keinen Grund für weitere Aggression. Commander, wir dürfen nicht mehr schießen. Der Obelisk ist eine gewaltige Energiequelle. Wenn wir ihn beschädigen, fliegt uns hier alles um die Ohren. Sagen Sie das mal dem Kerl mit dem Schwert! In Deckung! Die Menschen haben bewiesen, dass sie geeignet sind,
um uns einen Anführer hervorzubringen. Sie sind stark, fürsorglich und haben vor allem das Potenzial, sich zu entwickeln. Um unser Anführer zu werden, sind Veränderungen erforderlich. Rein physisch und mental sind wir dem menschlichen Individuum überlegen. Wir werden Anpassungen vornehmen. Was für Anpassungen? Es fehlt den Menschen an körperlicher Kraft. Auch ihre geistigen Fähigkeiten, die telepathische Kommunikation zum Beispiel, ist bei ihnen noch nicht so hoch ausgeprägt, wie es für unseren Anführer erforderlich ist. Wir sind in der Lage, dies zu beheben und werden mit den entsprechenden Prozeduren jetzt beginnen. Moment mal. Wir haben uns keinesfalls bereit erklärt, die von Ihnen angebotenen Aufgaben zu übernehmen. Es mag Ihnen nicht bewusst sein, aber Ihr Verhalten uns gegenüber ist mehr als fragwürdig. Der Mensch April soll dies erläutern. Sie haben uns mit Ihren Obelisken angelockt, getäuscht und entführt und auf diesem Planeten Gefahren ausgesetzt. Ohne unser Einverständnis und gegen unseren Willen. Wir haben nicht mal eine Ahnung, was der Zweck all dessen war. Ihr Verhalten uns gegenüber war aggressiv. Aggression ist nicht unsere Absicht. Wir benötigen Hilfe. Dann hätten Sie offen darum bitten können. Die Föderation hätte auf ein offizielles Hilfegesuch reagiert und Ihr Volk sicherlich unterstützt. Wir würden es immer noch tun. Wenn Sie Hilfe beim Wiederaufbau Ihrer Welt brauchen, tragen wir es dem Föderationsrat vor und... Das ist nicht der Weg für uns. Unser Volk ist stark. Wir bitten nicht um Hilfe. Wir helfen uns selbst. Alles, was wir benötigen, ist ein Anführer, der uns leitet. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Sehen alle Menschen das so? Auch der Mensch Garth? Ich werde es tun. Was? Sind Sie verrückt geworden? Keineswegs, Chris. Überlegen Sie doch mal, was uns hier angeboten wird. Die Möglichkeit, ein ganzes Volk zu führen, eine Gesellschaft neu aufzubauen, sie zu formen und zu lenken. Das ist etwas vollkommen anderes, als ein Schiff zu kommandieren. Und die Seelen bieten uns auch an, unsere eigenen Fähigkeiten zu steigern. Die Chance, dass wir über uns hinauswachsen. Und das völlig ohne Beschränkungen und Bürokratie zu gestalten. Das ist ein Traum. Graf, Sie haben keine Ahnung, was diese Leute mit Ihnen vorhaben. Was diese Veränderungen mit Ihnen bewirken und ob es überhaupt funktioniert. Das Risiko gehe ich ein. Die Chance ist zu verlockend. Wir forschen und bereisen das Weltall, um uns als Spezies weiterzuentwickeln. Und nichts anderes ist das hier. Garth, ich erlaube das nicht. Ihr Verhalten ist eines Sternenflottenoffiziers absolut unwürdig. Wir trachten nicht danach, andere Völker zu beherrschen. Robert, darum geht es mir auch gar nicht. Wir trachten danach, uns zu entwickeln. Dass wir über uns hinauswachsen. Und genau das wird mir hier angeboten. Ich gehe drauf ein. Sie verstoßen gegen die oberste Direktive und das werde ich nicht zulassen. Einen Moment, Kommandeur. Das ist so nicht richtig. Diese Leute hier sind kein primitiver eingeborene Stamm. Die Selenen sind ein raumfahrendes Volk, technisch uns in vielerlei Hinsicht überlegen. Sie sind sich der Existenz anderer Völker im All bewusst und sie haben uns, sie haben Garth, direkt um Hilfe gebeten. Danke, Chris. Ich wusste genau, Sie würden es so sehen wie ich. Ich bin auch nicht vollkommen Ihrer Meinung. Ja, man sollte den Selenen helfen und ja, die Selenen haben das Recht, über die Art der Hilfeleistung, die sie wollen, selbst zu entscheiden. Aber ich bin nicht dafür, dass man sie so einfach zu deren Anführer macht. Ein ganzes Volk zu führen, das ist etwas völlig anderes, als nur ein Raumschiff zu kommandieren. Dafür fehlt ihnen jegliche Qualifikation. Außerdem sind sie immer noch Offizier der Sternenflotte und haben sich nach Regeln zu richten. Das führt doch nur wieder zu unnötigen Verzögerungen. Die Bürokraten werden wieder alles in ihre Hände nehmen. Diese Leute brauchen jetzt unsere Hilfe. Schnell und unkompliziert. Und ich werde... Schluss jetzt, Garth! Ich befehle Ihnen!
Verdammter Mistkerl! Was soll das? Was haben Sie mit ihm gemacht? Der Mensch Pike kann beruhigt sein. Dem Menschen April wurde kein Leid angetan. Wir haben ihn lediglich aus diesem Raum entfernt. Sein Verhalten war nicht förderlich. Will der Mensch Pike ebenfalls opponieren? Nein. Ich füge mich. Mein Gott, was hat das verursacht? Er wurde mit einem Schwert niedergeschlagen. Einem verdammt großen. Sein Herz ist verletzt. Wir haben es hier mit einer Koronarpunktur zu tun. Ebenso Leber und Milz, starke innere Blutung sowie multiple Frakturen. Künstliche Beatmung starten. 40 Einheiten Inoprovalin. Verdammter Mist, der Patient respondiert nicht. Gar, bereiten Sie eine weitere Einheit Inoprovalin vor. Diesmal 80 Einheiten. Protoplaser. Doktor, die Werte verbessern sich. Er ist noch nicht über den Berg. Jetzt kümmern wir uns um Leber und Milz. Unten ist nichts mehr übrig. Aber die Brücke konnte das Signal zurückverfolgen. Das hoffe ich. Das da darf nicht umsonst gewesen sein. Doktor, die Aktivität im Isokortex verringert sich rapide. Die Atmung wird flacher und wir haben multiples Organversagen. Kortikalstimulator. Geben Sie 3 Sekunden Saft auf mein Zeichen. Weg vom Patient. Jetzt! Nochmal. Mehr Spannung. Der Patient zeigt weiterhin keinerlei Reaktion. Sein Atmungssystem bricht zusammen. Das Niveau im Isokortex verringert sich weiter. Verdammt, wir verlieren ihn! Geben Sie mir 40 Einheiten Coltrazin und beeilen Sie sich, verdammt! Nichts. Nochmal die Spannung erhöhen. Weg vom Patient und Feuer! Wir haben eine Asystolie. Herzstillstand, Doktor! Ich weiß, was das heißt, Lieutenant. Beginne mit manueller Wiederbelebung. Vermerken Sie im Computerlogbuch Patient Ensign Orlando August, Sicherheitsabteilung, Zeitpunkt des Todes 14:46 Uhr, Bordzeit. Gehen Sie zurück auf Ihre Station, Kate. Und suchen Sie mir die Akte von Ensign August raus. Ich werde seine Angehörigen persönlich informieren. Sie hätten nicht mehr tun können. Da bin ich mir nicht so sicher. Sehen Sie ihn sich doch an, so jung. Er hatte seine ganze Karriere noch vor sich. Er hat davon geträumt, Captain zu werden. Wie kommt der Skipper mit sowas klar? Indem er sich vor Augen hält, dass der Tod ein steter Begleiter unserer Arbeit hier draußen ist. Robert sagt immer, es ist unmöglich, fremde Welten zu erforschen,
ohne dabei sein Leben zu riskieren. Das ist schon immer das Los aller Entdecker gewesen. Wenn Robert ein Crewmitglied verliert, nimmt er sich die Zeit, angemessen zu trauern. Dann aber besinnt er sich darauf, was unsere Aufgabe ist und versucht es beim nächsten Mal besser zu machen. Mehr kann ein Kommandant nicht tun. Sie kommen darüber hinweg. Chris, ich weiß, was ich tue. Die Selene brauchen mich als ihren Wegweiser, der sie in die Zukunft bringt. Ohne mich sind sie verloren. auf. Verkraftet das nicht. Der Mensch Pike darf die Prozedur nicht stören. Wenn der Mensch Grab die Prozedur nicht übersteht, war er ihm nicht würdig. Das reicht jetzt. Der Mensch Pike darf sich nicht wehren. Unser Krieger ist weitaus stärker, als er bei eurer ersten Begegnung gezeigt hat. Mistkerl. Graf hat euch vertraut. Wir haben das Recht, unsere Rasse zu erhalten. Haben Sie deshalb auch das Recht zu morden? Was geht hier vor? Fremde mischen sich ein, dessen jene, die sich als unwürdig die große Aufgabe erwiesen hatten. Diese Unwürdigen. Wer waren die? Eine Spezies vom anderen Ende dieses Quadranten. Sie fanden ebenfalls einen der Obelisken und wurden getestet. Sie erwiesen sich aber als zu aggressiv und zu wenig fürsorglich für unsere Zwecke. Die Klingonen. Ihr Wahnsinnigen habt die Klingonen hierher geholt.